Lektion 1. Meilensteine der Kindheit feiern. Es ist erstaunlich, wie schnell Babys wachsen. In einem Moment sind sie winzig und zerbrechlich. In der Tat. Und dann, plötzlich, überschlagen sie sich, was ein wunderbarer Meilenstein ist. Ich erinnere mich an das erste Mal, als sich mein Kind umdrehte. Es gab so viel Aufregung. Es ist berauschend, diese kleinen Erfolge mitzuerleben. Sie bereiten so viel Freude. Und dann kommt der Moment, in dem sie zum ersten Mal lächeln. Es bringt dein Herz wirklich zum Schmelzen. Dieses Lächeln ist wie kleine Sonnenstrahlen, nicht wahr? Unbedingt. Jedes Lachen fühlt sich an wie ein Fest für sich. Und die Umarmungen und Küsse, die darauf folgen, machen alles noch spezieller. Ja, jede liebevolle Geste stärkt die Bindung zwischen Eltern und Kind. Haben Sie schon die Freude erlebt, den ersten Zahn zu sehen? Ja. Ich war erstaunt, wie schnell es erschien. Der erste Zahn ist ein so bedeutender Meilenstein. Es bedeutet, erwachsen zu werden. Es ist seltsam, wie etwas so Kleines so viel Freude bereiten kann. Aber es bedeutet auch die Ankunft von Kinderkrankheiten, nicht wahr? Ja, dieser Teil kann eine Herausforderung sein. Diese kleinen Momente des Unbehagens können schwierig sein. Zum Glück können ein bisschen Kuscheln und Pflege die Beschwerden lindern. Stimmt. Eine liebevolle Umarmung wirkt oft Wunder, um ein pingeliges Baby zu beruhigen. Diese frühen Stadien sind voller wertvoller Erinnerungen. Das sind sie wirklich. Ich mache ständig Bilder, um diese Momente zu genießen. Das ist eine geniale Idee. Jedes Foto erzählt eine Geschichte ihres Wachstums. Ich wünschte, sie könnten für immer klein bleiben, so bittersüß das auch sein mag. Ja, aber jede Etappe bringt neue Freuden und Meilensteine, die es zu feiern gilt. Sehr wahr. Ich freue mich auf all die Abenteuer, die vor mir liegen. Ich auch. Elternschaft ist eine wunderschöne Reise voller Liebe und Lachen. Auf alle Momente, die noch kommen werden. Lektion 2. Die Vorteile regelmäßiger Bewegung. Ich habe angefangen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist wunderbar. Beständigkeit ist der Schlüssel zur Fitness. Das ist es wirklich. Welche Art von Übungen magst du? Ich liebe eine Mischung aus Krafttraining und Cardio. Das macht die Dinge interessant. Ein Gleichgewicht ist unerlässlich. Normalerweise konzentriere ich mich auf Gewichtheben. Gewichtheben ist fantastisch für den Muskelaufbau. Trainierst du für etwas Bestimmtes? Ich verbessere nur meine Gesamtstärke. Ich möchte mich energiegeladener fühlen. Das ist ein großes Ziel. Hast du irgendwelche Veränderungen bemerkt, seit du angefangen hast? Definitiv. Ich fühle mich stärker und selbstbewusster. Selbstvertrauen ist ein fantastischer Vorteil. Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Ich versuche mindestens 4 Mal pro Woche zu gehen. Das ist beeindruckend. Folgst du einem bestimmten Trainingsplan? Ich habe einen verfolgt, der jeden Tag auf verschiedene Muskelgruppen abzielt. Muskelgruppen zu spalten ist klug. Es ermöglicht eine korrekte Erholung. Genau. Ich füge auch etwas Cardio hinzu, um mein Herz gesund zu halten.
Cardio ist lebenswichtig. Ich laufe oft gerne auf dem Laufband. Laufen kann sehr entspannend sein, besonders bei guter Musik. Einverstanden. Eine gute Playlist macht den Unterschied. Nimmst du auch an Gruppenkursen teil? Ja. Ich liebe Yoga- und Spinningkurse. Sie machen Spaß und sind motivierend. Das klingt anregend. Ich habe darüber nachgedacht, einen Spinningkurs auszuprobieren. Das solltest du. Die Atmosphäre ist berauschend und die Instruktoren sind inspirierend. Ich werde das zu meinen Fitnesszielen hinzufügen. Was ist mit Routinen nach dem Training? Ich achte immer darauf, mich zu dehnen und Feuchtigkeit zu spenden. Erholung ist wichtig. Unbedingt. Ich habe gelernt, dass Ruhe genauso wichtig ist wie das Training. Ja. Unser Körper braucht Zeit, um zu heilen und stärker zu werden. Ich fühle mich motivierter, nur darüber zu sprechen. Ermutigen wir uns gegenseitig, unsere Fitnessziele zu erreichen. Definitiv. Auf unsere Gesundheit und regelmäßige Besuche im Fitnessstudio. Lektion 3. Einkaufserlebnisse. Hast du heute etwas Bestimmtes gekauft? Ja. Ich habe eine neue Jeans und einen schönen Pullover gekauft. Das klingt toll. Welchen Jeansstil hast du gewählt? Ich habe mich für ein klassisches Design mit hoher Taille entschieden. Sie sind sehr bequem. Jeans mit hoher Taille liegen im Trend. Sie können auf so viele Arten gestylt werden. Genau. Ich kann sie zu jeder Jahreszeit mit verschiedenen Oberteilen tragen. Und welche Farbe hast du gewählt? Ich habe mich für einen dunklen Denim entschieden. Es passt zu fast allem. Kluge Wahl. Dunkle Jeans sind immer vielseitig. Danke. Was ist mit dir? Hast du irgendwas gefunden? Ich habe eine stylische Jacke gekauft, die mir ins Auge gefallen ist. Oh, erzähl mir mehr. Wonach sieht es aus? Es ist eine elegante Lederjacke in einer satten braunen Farbe. Das klingt fantastisch. Eine Lederjacke verleiht jedem Outfit das gewisse Etwas. Ich stimme zu. Es kann einen lässigen Look in etwas Schickes verwandeln. Hast du vor, es heute Abend draußen zu tragen? Das könnte ich. Es wäre perfekt für ein Abendessen in diesem neuen Restaurant. Das ist eine tolle Idee. Das Ambiente wird zu deiner Jacke passen. Ich hoffe es. Willst du mit mir zu Abend essen? Das würde ich sehr gerne. Es wäre eine schöne Art, unseren Einkaufserfolg zu feiern. Dann lassen Sie uns gemeinsam unsere Outfits planen. Ja. Eine Modenschau, bevor wir losfahren, klingt lustig. Darauf freue ich mich. Wir können uns gegenseitig in unseren Stilen inspirieren. Unbedingt. Es macht immer mehr Spaß, zusammen einzukaufen und sich anzuziehen. Auf tolle Funde und unterhaltsame Nächte. Lektion 4. Vergnügungsparks genießen. Es ist eine großartige Möglichkeit, Spaß mit geliebten Menschen zu haben. Ja, der Nervenkitzel der Fahrten bringt alle näher zusammen. Hast du die Achterbahn hier ausprobiert? Hab ich!
Es war berauschend und ein bisschen erschreckend zugleich. Mir ging es genauso. Der Adrenalinschub ist unvergesslich. Unbedingt. Ich konnte die ganze Zeit nicht aufhören zu lachen. Was war dein Lieblingsteil der Fahrt? Ich habe diesen plötzlichen Rückgang geliebt. Es fühlte sich an wie Fliegen. Ich stimme zu. Dieses Gefühl ist der Grund, warum ich Achterbahnen so mag. Hast du das Riesenrad schon ausprobiert? Noch nicht. Ich hatte gehofft, den Sonnenuntergang von oben zu sehen. Das ist eine hervorragende Idee. Die Aussicht muss umwerfend sein. Es wäre der perfekte Weg, um nach all der Aufregung zu entspannen. Außerdem ist es schön, einen Moment miteinander zu verbringen, während Sie dort oben sind. Bevorzugen Sie aufregende oder sanftere Fahrten? Ich mag eine Mischung aus beidem. Aufregende Fahrten lassen mein Herz höher schlagen, aber sanfte Fahrten sind entspannend. Das macht Sinn. Es ist schön, Abwechslung zu haben. Vergessen wir auch nicht die Karnevalsspiele. Hast du welche gespielt? Ich habe mein Glück beim Ringwurf versucht, bin aber kläglich gescheitert. Oh nein, diese Spiele können knifflig sein. Ich hatte mehr Glück beim Dartspiel. Ich brauche vielleicht ein paar Tipps von dir für meinen nächsten Versuch. Ich werde gerne meine geheimen Techniken teilen. Perfekt. Das klingt nach einer lustigen Herausforderung. Insgesamt ist es immer ein großes Abenteuer, Zeit in einem Vergnügungspark zu verbringen. Ich stimme voll und ganz zu. Es schafft bleibende Erinnerungen mit Freunden und Familie. Lasst uns jeden Moment genießen, während wir hier sind. Auf mehr Gelächter und Spannung heute. Lektion 5: In einer komplexen Welt navigieren. Dies ist eine gefährliche Welt, in der das Böse am Werk ist und die Geisteslosen nährt. In der Tat, es fühlt sich oft so an, als ob negative Einflüsse überall sind. Es ist alarmierend, wie leicht sich Fehlinformationen in unserer Gesellschaft verbreiten. Ja, Menschen akzeptieren oft falsche Behauptungen, ohne sie in Frage zu stellen. Deshalb ist kritisches Denken heute so wichtig. Unbedingt. Wir müssen lernen, Informationen sorgfältig zu analysieren. Die Folgen von Unwissenheit können schwerwiegend sein, nicht wahr? Ohne Zweifel, Unwissenheit kann zu Angst und Spaltung führen. Haben Sie bemerkt, wie Sensationsgier in den Medien zu diesem Thema beiträgt? Sehr sogar. Sensationelle Nachrichten lenken oft von der Wahrheit ab. Es scheint, dass die Konzentration auf Dramen dringendere Probleme überschatten kann. Richtig. Echte Probleme bleiben oft unbeantwortet, während die Leute Schlagzeilen verfolgen. Das führt zu einer Kultur der Selbstgefälligkeit und Ablenkung. Genau. Es ist wichtig, dass Einzelpersonen Verantwortung für ihren Glauben übernehmen. Ich stimme zu. Sich weiterzubilden schafft eine Grundlage für bessere Entscheidungen. In einer Welt voller Chaos kann uns Wissen stärken. Ja, auf dem Laufenden zu bleiben kann uns helfen, den Gefahren um uns herum zu begegnen. Ich glaube, dass die Förderung von Empathie ebenso wichtig ist. Warum denkst du, ist Empathie in diesem Zusammenhang wichtig? Es hilft, Grenzen zu überbrücken und ermöglicht es uns,
die Perspektiven anderer zu verstehen. Das ist sehr aufschlussreich. Verständnis kann zur Heilung führen. Ja. Es ist eine Möglichkeit, der geistlosen Negativität, die wir sehen, entgegenzuwirken. Hoffen wir, dass mehr Menschen Wissen und Empathie annehmen. Unbedingt. Gemeinsam können wir positive Veränderungen in unseren Gemeinden bewirken. Hier geht es darum, uns selbst und andere zu stärken. Lektion 6. Die faszinierende Geschichte der Minnesänger-Shows. Ich habe gelesen, wie Foster während seiner Zeit Minnesänger-Shows besucht hat. Das ist interessant. Ist er auch dort aufgetreten? Er versuchte oft, die Interpreten dazu zu bringen, seine Lieder zu singen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie gerne neues Material präsentieren würden. Ja, aber manchmal klauten die Interpreten seine Songs ohne Anerkennung. Das muss unglaublich frustrierend für ihn gewesen sein. War es. Kannst du dir vorstellen, dein Herz in ein Lied zu stecken, nur um zu sehen, wie es von jemand anderem behauptet wird? Das ist ein schwerwiegender Vertrauensbruch. Er verdiente Anerkennung für seine Arbeit. In der Tat. Fosters Kampf wirft ein Schlaglicht auf ein in der Kunst weit verbreitetes Thema. Ja. Viele Künstler stehen vor der Herausforderung, ihre Kreationen zu schützen. Was glaubst du, hat Foster dazu bewogen, diese Shows weiterhin zu besuchen? Vielleicht hoffte er, dass seine Songs anerkannt würden. Das macht Sinn. Wahrscheinlich wollte er sein Talent mit einem breiteren Publikum teilen. Die Beliebtheit von Minnesänger-Shows muss für ihn eine aufregende Gelegenheit gewesen sein. Das war es sicherlich. Trotz der Herausforderungen, die Welt der Performance entwickelte sich rasant. Apropos Evolution. Glaubst du, dass diese Aufführungen zukünftige Musikrichtungen beeinflusst haben? Unbedingt. Minnesänger-Shows spielten in der amerikanischen Musikgeschichte eine bedeutende Rolle. Ihr Einfluss ist auch heute noch in verschiedenen Genres zu hören. Es ist faszinierend, wie sich Musik weiterentwickelt und sich an der Vergangenheit orientiert. Ja. Jede Generation verleiht der Kunstform ihre eigene Note. Fosters Erfahrungen erinnern uns daran, wie wichtig es ist, die künstlerische Integrität zu respektieren. Genau. Die Anerkennung von Beiträgen trägt zum Aufbau einer gesünderen kreativen Community bei. Ich hoffe, dass zukünftige Künstler aus diesen historischen Lektionen lernen. Das tue ich auch. Sie können den Weg für eine respektvollere Kunstlandschaft ebnen. Es geht darum, die Vergangenheit zu feiern, damit wir eine bessere Zukunft in der Kunst schaffen können. Lektion 7. Essentials in der Küche. Keramikmesser klingen interessant, nicht wahr? Unbedingt. Sie sind bekannt für ihre Schärfe und ihr leichtes Design. Ich habe gehört, dass sie viel länger scharf bleiben als normale Messer. Ja, das ist ein erheblicher Vorteil. Was sollte ich noch beim Kauf in Betracht ziehen? Vielleicht ein gutes Schneidebrett? Es passt gut zu den Keramikmessern. Das ist klug. Ein robustes Schneidebrett ist in jeder Küche unverzichtbar. Ich bevorzuge Bambusschneidebretter. Sie sind robust und umweltfreundlich. Gute Wahl. Bambus schont auch Messerklingen. Apropos Küchengeräte. Haben Sie darüber nachgedacht, sich eine Mandolinenhobel zuzulegen? Hab ich. Sie machen das Schneiden von Obst und Gemüse unglaublich einfach.
Außerdem können Sie gleichmäßige Scheiben für Salate und Beilagen erzielen. Genau. Konsistenz kann die Präsentation Ihrer Gerichte verbessern. Was ist mit Gadgets? Jede Küche kann von ein paar praktischen Werkzeugen profitieren. Unbedingt. Ein guter Schäler kann bei der Zubereitung von Mahlzeiten so viel Zeit sparen. Ich finde auch einen Stabmixer sehr praktisch. Ja, damit können Sie Suppen direkt im Topf mischen. Komfort vom Feinsten. Haben Sie über die Aufbewahrung von Gewürzen nachgedacht? Ja, ein Gewürzregal kann helfen, alles organisiert und zugänglich zu halten. Es kann auch Ihrer Küche eine dekorative Note verleihen. Ich stimme zu. Schöne Behälter für Gewürze können die Gesamtästhetik verbessern. Und vergiss Messbecher und Löffel nicht. Die sind entscheidend. Präzise Messungen sorgen für erfolgreiche Rezepte. Dieser Einkaufsbummel erweist sich als ziemlich produktiv. Das ist es auf jeden Fall. Wir bauen zusammen eine fantastische Küchenkollektion auf. Auf kulinarische Abenteuer mit unseren neuen Tools. Lektion 8. Der Marktplatz der Möglichkeiten. Dieses Community Board bietet eine Vielzahl von Dingen zum Kaufen und Verkaufen. Das tut es. Es macht mir Spaß zu sehen, was die Leute anbieten. Ist dir etwas Interessantes aufgefallen? Ich habe ein Vintage-Fahrrad zum Verkauf gesehen. Es sah makellos aus. Ein Vintage-Fahrrad klingt nach einem fantastischen Fund. Das tut es wirklich. Ich habe darüber nachgedacht, mir einen zum Training zuzulegen. Das ist eine tolle Idee. Radfahren macht Spaß und ist gesund. Genau. Was ist mit dir? Hast du etwas gesehen, das du vielleicht kaufen möchtest? Es gibt eine handgemachte Tischlampe, die mir ins Auge gefallen ist. Sie sieht einzigartig aus. Das klingt bezaubernd. Handgemachte Artikel haben oft Charakter. Ich stimme zu. Ich liebe es, lokale Handwerker zu unterstützen. Apropos Möglichkeiten, mir sind auch einige Stellenangebote in diesem Forum aufgefallen. Ja, dieser Abschnitt ist für Arbeitssuchende in der Community sehr hilfreich. Haben Sie sich jemals auf eine Stelle beworben, die Sie hier gefunden haben? Habe ich. Ich habe meinen aktuellen Job über ein ähnliches Community Board gefunden. Das ist inspirierend. Es zeigt, wie wertvoll lokale Ressourcen sein können. Genau. Es verbindet Menschen und Möglichkeiten auf sinnvolle Weise. Vielleicht sollten wir in Betracht ziehen, unsere eigenen Artikel zum Verkauf anzubieten. Das ist eine geniale Idee. Es kann helfen, unsere Räume aufzuräumen. Ja. Außerdem verdienen wir vielleicht etwas mehr Geld? Stellen Sie sich vor, Sie machen aus alten Klamotten Bargeld. Es wäre definitiv eine Win-Win-Situation. Und ganz zu schweigen davon, dass jemand anderes von unseren Artikeln profitieren könnte. Unbedingt. Es ist eine nachhaltige Art einzukaufen und zu verkaufen. Ich fühle mich motiviert, jetzt meinen Kleiderschrank auszuräumen. Ich auch. Lassen Sie uns das an diesem Wochenende planen. Klingt perfekt. Wir können uns gegenseitig helfen. Hier geht es darum, das Beste aus diesem Community-Marktplatz herauszuholen. Lektion 9.
Modeentscheidungen. Sollen wir in der Innenstadt einkaufen oder ein paar Online-Boutiquen besuchen? Ich glaube, beide Optionen können Spaß machen. Es hängt davon ab, was Sie bevorzugen. Ich mag die Atmosphäre in der Innenstadt. Das Stöbern in Geschäften hat etwas an sich. Ich stimme zu. Sie können die Kleidung persönlich sehen und sofort anprobieren. Außerdem gibt es normalerweise viel Energie auf den Straßen. Genau. Aber Online-Shopping kann bequemer sein. Stimmt. Ich kann bequem von meinem Sofa aus stöbern. Und in Online-Boutiquen gibt es oft Unikate. Das ist ein gutes Argument. Haben Sie bestimmte Farben oder Muster im Sinn? In letzter Zeit tendiere ich zu erdigen Tönen. Sie fühlen sich so beruhigend an. Erdtöne sind wunderschön. Ich bevorzuge kräftige Farben. Sie heben meine Stimmung auf. Leuchtende Farben können Spaß machen. Sie geben auf jeden Fall ein Statement ab. Haben Sie bestimmte Muster in Betracht gezogen? Ich mag Blumenmuster, besonders für den Frühling. Sie sind frisch und lebendig. Blumenmuster sind immer in Mode. Ich bevorzuge geometrische Designs. Sie fühlen sich modern an. Geometrische Muster sind großartig. Sie verleihen Outfits eine interessante Note. Lass uns einen Plan machen. Wir könnten in der Innenstadt anfangen und sehen, was wir finden. Klingt perfekt. Wenn wir nichts finden, können wir später die Online-Optionen erkunden. Auf diese Weise verpassen wir keine Gelegenheit, unsere Schränke aufzufrischen. Genau. Ich freue mich darauf, neue Stücke zu entdecken. Und wenn wir tolle Artikel finden, sollten wir das mit einem Leckerbissen feiern. Ich liebe diese Idee. Einkaufen und Nachtisch gehen Hand in Hand. Auf modische Funde und leckere Leckereien. Lektion 10: Pflichten der Tierpflege. Ich verspreche, dass ich sehr vorsichtig damit umgehen werde. Alles klar. Ich vertraue darauf, dass du dich gut um unseren kleinen Freund kümmerst. Ich werde es wie Gold behandeln. Was ist das Erste, was ich wissen sollte? Nun, Konsistenz ist der Schlüssel. Haustiere leben von Routine. Damit komme ich klar. Ich werde einen strengen Fütterungsplan einhalten. Das ist wunderbar. Achten Sie auch darauf, viel Aufmerksamkeit zu schenken. Unbedingt. Liebe und Zuneigung sind entscheidend für Ihr Glück. Ja, und vergiss die Trainingseinheiten nicht. Sie sind unverzichtbar. Ich beginne mit grundlegenden Befehlen wie Sitzen und Bleiben. Perfekt. Positive Verstärkung wirkt Wunder. Was ist mit der Spielzeit? Wie viel sollte ich dafür aufwenden? Jeden Tag eine gute Menge. Es hält Sie aktiv und engagiert. Vielleicht kann ich ein paar lustige Spiele wie Fetch einbauen. Das klingt unterhaltsam. Es wird helfen, eine starke Bindung zwischen Ihnen aufzubauen. Ich fühle mich bereit für diese Herausforderung. Irgendwelche anderen wichtigen Tipps? Stellen Sie einfach sicher, dass Sie gefährliche Gegenstände außerhalb der Reichweite aufbewahren. Das ist ein wichtiger Punkt. Sicherheit steht an erster Stelle. Und wenn Sie jemals Fragen haben, zögern Sie nicht, mich zu fragen.
Das weiß ich zu schätzen. Deine Unterstützung zu haben bedeutet mir viel. Wir machen das zusammen. Denken Sie daran, Teamwork macht alles einfacher. Ich verspreche, verantwortlich zu sein und alles zu organisieren. Gut, du kannst es morgen bei mir abholen. Ich werde in aller Frühe da sein und bereit sein, dieses Abenteuer zu beginnen. Ich kann's kaum erwarten. Das wird eine aufregende Reise für uns beide. Auf neue Abenteuer und Verantwortung. Lektion 11. Die Macht der Kommunikation. Es ist großartig, dass die Sprache auf Reisen kein großes Problem darstellte. Unbedingt. Ich war überrascht, wie viel wir mit Gesten und Lächeln kommunizieren konnten. Nonverbale Kommunikation kann sehr mächtig sein, nicht wahr? Ja, es überwindet Sprachbarrieren und hilft uns, Kontakte zu knüpfen. Wie war die Erfahrung für Sie in verschiedenen Ländern? Ich habe es genossen. In Italien habe ich mich auf Handzeichen und Gesichtsausdrücke verlassen. Das klingt unterhaltsam. Hast du es geschafft, effektiv zu kommunizieren? Überraschend gut. Die Einheimischen schätzten meine Bemühungen, auch wenn mein Italienisch begrenzt war. Das ist der Schlüssel. Menschen reagieren normalerweise positiv auf jeden, der versucht, ihre Sprache zu sprechen. Ich fand, dass das auch in Spanien zutrifft. Eine freundliche Einstellung macht viel aus. Ich erinnere mich an eine Zeit in Japan, als ich Google Translate verwendet habe, um Essen zu bestellen. Das ist eine kreative Lösung. Technologie kann bei der Kommunikation enorm helfen. Das kann es sicherlich. Aber manchmal hat es einfach Spaß gemacht, auf Bilder auf der Speisekarte zu zeigen. Das nimmt viel Druck ab. Essen kann an sich schon ein Abenteuer sein. Ja. Und jede Erfahrung trägt dazu bei, Vertrauen in die Kommunikation aufzubauen. Unbedingt. Jede Reise lehrt uns etwas Neues darüber, andere zu verstehen. Würden Sie sagen, dass Reisen Ihre Sichtweise auf Kommunikation verändert hat? Definitiv. Ich habe gelernt, anpassungsfähiger und aufgeschlossener zu sein. Mir geht es genauso. Verschiedene Kulturen zeigen uns verschiedene Möglichkeiten, uns zu verbinden. Am Ende geht es darum, Beziehungen aufzubauen, unabhängig von der Sprache. Auf mehr Reisen und die Freude, mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Lektion 12. Umgang mit Stress. Ja, ich hatte in letzter Zeit eine Menge Stress. Ich kann das nachvollziehen. Manchmal fühlt es sich an, als ob Stress nur ein Teil des Lebens ist. Wie steht's mit dir? Haben Sie effektive Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen? Ich habe ein paar Tipps, die zu helfen scheinen. Zuerst priorisiere ich meine Aufgaben. Das ist eine kluge Strategie. Die Aufschlüsselung von Aufgaben kann sie weniger überwältigend machen. Genau. Ich achte auch darauf, Zeit für Pausen einzuplanen. Pausen einzulegen klingt essentiell. Was machst du normalerweise während ihnen? Ich mache gerne kurze Spaziergänge oder mache ein paar Dehnübungen. Es erfrischt meinen Geist. Tolle Idee. Körperliche Aktivität kann Wunder beim Stressabbau bewirken. Das tut es wirklich. Ich mache auch tiefe Atemübungen, wenn ich Angst habe. Ich habe gehört, dass tiefes Atmen sehr wohltuend sein kann.
Wie machst du das? Ganz einfach. Ich atme 4-mal tief ein, halte 4-mal und atme 4-mal aus. Das klingt einfach. Ich sollte versuchen, es in meine Routine zu integrieren. Sie werden es ziemlich beruhigend finden. Ich höre auch gerne Musik, um Stress abzubauen. Musik hat eine so starke Wirkung. Welches Genre bevorzugst du? Ich variiere meine Auswahl, aber klassische Musik hilft mir wirklich, mich zu konzentrieren. Das ist fantastisch. Das schafft eine heitere Atmosphäre. Gibt es noch andere Tipps, die du empfehlen würdest? Journaling kann auch therapeutisch sein. Es hilft, Gedanken und Gefühle auszudrücken. Das habe ich nie versucht. Wie funktioniert das? Es ermöglicht Ihnen, zu reflektieren und zu verarbeiten. Außerdem können Sie verfolgen, was Ihren Stress auslöst. Das klingt faszinierend. Vielleicht fange ich an, ein Tagebuch zu führen, um meine Gedanken zu erforschen. Sie werden erstaunt sein, was Sie über sich selbst entdecken. Danke für die wunderbaren Tipps. Ich fühle mich jetzt besser gerüstet, um mit Stress umzugehen. Ich helfe gerne. Denken Sie daran, dass Stressbewältigung eine Reise ist. Hier geht es darum, in unserem geschäftigen Leben ein Gleichgewicht zu finden. Lektion 13. Fitnessroutinen und Wohlbefinden. Ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, 3-mal pro Woche. Das ist fantastisch. Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erreichen Ihrer Ziele. Unbedingt. Ich habe auch angefangen, jeden Samstag Yoga zu machen. Yoga ergänzt Ihre Fitnessroutine wunderbar. Wie fühlst du dich nach jeder Sitzung? Ich fühle mich unglaublich entspannt und konzentriert. Es gleicht die Intensität des Gewichthebens aus. Das ist wunderbar. Yoga kann die Flexibilität verbessern und Stress reduzieren. Ja, und es hilft bei der Erholung nach diesen intensiven Trainingseinheiten. Haben Sie Verbesserungen Ihrer Kraft oder Ausdauer bemerkt? Definitiv. Ich kann mehr heben als vor ein paar Monaten. Das ist beeindruckend. Es zeigt, dass sich Ihre harte Arbeit auszahlt. Danke. Ich fühle mich den ganzen Tag über sogar energiegeladener. Nass ist ein erheblicher Vorteil. Bewegung kann die allgemeine Stimmung und das Energieniveau steigern. Das tut es wirklich. Außerdem genieße ich das Gemeinschaftsgefühl im Fitnessstudio. Die Unterstützung durch die Gemeinschaft kann unglaublich motivierend sein. Hast du einen Trainingspartner? Das tue ich. Wir nehmen uns gegenseitig zur Rechenschaft und ermutigen uns gegenseitig. Das ist ein ausgezeichneter Ansatz. Es macht das Training angenehmer. Apropos Spaß. Hast du irgendwelche Lieblingsübungen? Ich liebe Krafttraining. Es stärkt mich, besonders wenn ich Fortschritte sehe. Das ist großartig. Was ist deine Lieblingsmuskelgruppe zum Trainieren? Ich arbeite gerne an meinen Beinen. Starke Beine sind unerlässlich. Ich stimme zu. Sie sind entscheidend für die allgemeine Stabilität und Festigkeit. Haben Sie jemals Gruppenfitnesskurse ausprobiert? Ein paar, aber ich bevorzuge einen persönlicheren Ansatz. Das macht Sinn. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Routine an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ja,
Ich plane auch, bald mehr Outdoor-Aktivitäten zu integrieren. Das klingt aufregend. Die Natur verleiht der Fitness ein erfrischendes Element. Hier geht es darum, aktiv zu bleiben und unserer Gesundheit Priorität einzuräumen. Lektion 14. Wir feiern die kanadische Geschichte. Wussten Sie, dass Betune 1890 in Gravenhurst, Ontario geboren wurde? Hab ich nicht. Das ist ziemlich interessant. Ich liebe es, etwas über einflussreiche Persönlichkeiten zu lernen. Er war in der Tat einflussreich. Er war der Sohn eines presbyterianischen Ministers. Das hat wahrscheinlich seine Werte und sein Engagement geprägt, anderen zu helfen. Sehr wohl. Betune wurde Ärztin und leistete bedeutende Beiträge zur Medizin. Seine Arbeit während des Spanischen Bürgerkriegs ist besonders bemerkenswert, oder? Unbedingt. Er widmete sich der medizinischen Versorgung der Verwundeten. Ich bewundere seinen Mut und sein Engagement. Es braucht eine besondere Person, um in solch gefährliche Situationen zu geraten. Ja, er gründete sogar medizinische Kliniken an vorderster Front. Das ist bemerkenswert. Er verkörperte wirklich den Geist des Dienens. Neben der Medizin setzte er sich auch für soziale Gerechtigkeit ein. Das fügt seinem Vermächtnis eine weitere Ebene hinzu. Er kämpfte für Gleichheit und Zugang zur Gesundheitsversorgung. Genau. Sein Glaube an die allgemeine Gesundheitsversorgung ist auch heute noch relevant. Es ist inspirierend zu sehen, wie eine Person so viele Leben beeinflussen kann. Ich denke, es ist wichtig, Persönlichkeiten wie Betune in unserer Geschichte zu ehren. Unbedingt. Sie erinnern an die Kraft des Mitgefühls und der Hingabe. Ich frage mich, wie seine Erziehung seinen Abenteuergeist beeinflusst hat. Das Aufwachsen im Haus eines Ministers könnte ihm ein Pflichtgefühl vermittelt haben. Das muss ein starker Motivator auf seiner Reise gewesen sein. Die Geschichte zeigt uns oft, dass unsere Wurzeln unser Schicksal prägen. Lassen Sie uns weiterhin andere inspirierende Persönlichkeiten und ihre Geschichten erkunden. Lektion 15. Fortschritte erkennen. Es ist wichtig, unsere Fortschritte anzuerkennen und zu würdigen, finden Sie nicht? Unbedingt. Wenn wir über unsere Erfolge nachdenken, können wir sehen, wie weit wir gekommen sind. Es motiviert mich, weiter voranzukommen. Ja, kleine Siege zu feiern, macht die Reise lohnenswert. Ich erinnere mich, als ich mit meinen Fitnesszielen zu kämpfen hatte. Rückblickend habe ich mich enorm verbessert. Das ist fantastisch. Ich bewundere dein Engagement. Danke. Mir wurde klar, dass die Anerkennung meiner Fortschritte mich engagierter machte. Mir geht es genauso mit meinem Studium. Das Feiern meiner Noten motiviert mich, härter zu arbeiten. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn sich harte Arbeit auszahlt, nicht wahr? Ja, es ermutigt uns, uns noch größere Ziele zu setzen. Ich find's toll, unsere Erfolge auch miteinander zu teilen. Definitiv. Das Teilen von Erfolgen schafft ein positives Unterstützungssystem. Es macht mir Spaß, von Ihren Meilensteinen zu hören. Sie inspirieren mich, nach mehr zu streben. Das weiß ich zu schätzen. Deine Reise inspiriert mich auch. Machen wir es uns zur Gewohnheit, regelmäßig über unsere Fortschritte zu sprechen. Das klingt nach einer großartigen Idee.
Wir können uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Außerdem wird es unsere Motivation stärken, wenn die Zeiten schwierig werden. Genau. Zu wissen, dass jemand an dich glaubt, macht einen großen Unterschied. Auf die Anerkennung unserer großen und kleinen Erfolge. Lektion 16. Die Vorteile der Natur. Zeit in der Natur zu verbringen, fördert definitiv Achtsamkeit und Zufriedenheit in unserem täglichen Leben. Ich stimme voll und ganz zu. Wenn ich nur hier bin, fühle ich mich friedlicher. Die Sehenswürdigkeiten und Geräusche der Natur haben etwas Beruhigendes an sich. Unbedingt. Die Natur hat eine besondere Art, uns zu erden. Ich stelle oft fest, dass meine Sorgen verschwinden, wenn ich draußen bin. Ja, es ermöglicht uns, uns auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Haben Sie bestimmte Aktivitäten bemerkt, die dieses Gefühl verstärken? Ja. Einfache Aktivitäten wie Gehen oder Meditieren unter einem Baum können sehr effektiv sein. Ich sollte versuchen, draußen zu meditieren. Die frische Luft muss helfen, den Geist frei zu bekommen. Definitiv. Die Natur bietet eine wunderschöne Kulisse für Meditation. Wie wäre es, Zeit mit Gartenarbeit zu verbringen? Ich habe gehört, es kann therapeutisch sein. Das ist es wirklich. Gärtnern verbindet uns mit der Erde und lehrt Geduld. Ich bewundere, wie etwas so Einfaches wie das Pflanzen von Samen Freude bereiten kann. Pflanzen wachsen langsam, aber sie belohnen ihre Sorgfalt und Mühe. Und sie verleihen unserer Umgebung auch Schönheit. Genau. Dieses Erfolgserlebnis ist zutiefst befriedigend. Wie oft verbringst du Zeit in der Natur? Ich versuche mindestens ein paar Mal pro Woche im Park spazieren zu gehen. Das ist ein wunderbares Engagement. Ich sollte deinem Beispiel folgen. Sie werden den Unterschied in Ihrer Stimmung bemerken, das verspreche ich. Ich freue mich darauf, mich mehr mit der Natur verbunden zu fühlen. Lassen Sie uns gemeinsam einen Naturtag planen. Wir können verschiedene Parks erkunden. Tolle Idee. Wir können neue Wanderwege entdecken. Ja, jeder Besuch ist eine Gelegenheit zur Achtsamkeit. Es geht darum, die Schönheit der Natur in unserem Leben zu genießen. Lektion 17. Die perfekte Reise planen. Haben Sie die Bewertungen der Hotels überprüft, die wir in Betracht ziehen? Ja, habe ich. Es ist wichtig, Bewertungen zu lesen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Unbedingt. Bewertungen können uns einen Einblick in die Qualität der Hotels geben. Wie sind die Hotels in Bezug auf die Lage? Nach allem, was ich gesehen habe, sind viele günstig in der Nähe beliebter Sehenswürdigkeiten gelegen. Das ist ausgezeichnet. Die Nähe zu Sehenswürdigkeiten kann viel Reisezeit sparen. Ja. Außerdem können wir mehr erkunden, ohne uns Gedanken über den Transport machen zu müssen. Ist ein Hotel in den Bewertungen aufgefallen? Ein Hotel wurde für seine Aussicht und Zugänglichkeit hochgelobt. Views sind immer ein Bonus. Es kann das Gesamterlebnis verbessern. Genau. Das Letzte, was wir wollen, ist ein Hotel weit weg von allem. Ich stimme zu. Es wäre eine Verschwendung von Zeit und Energie. Welche anderen Faktoren sollten wir Ihrer Meinung nach berücksichtigen? Neben der Lage sind die Annehmlichkeiten wichtig.
Dinge wie ein kostenloses Frühstück können einen Unterschied machen. Kostenloses Frühstück ist ein großes Plus. Es hilft uns, Geld für andere Aktivitäten zu sparen. Ja, und ein guter Pool kann eine gute Möglichkeit sein, sich nach einem erlebnisreichen Tag zu entspannen. Ganz sicher. Aber ich bevorzuge auch ein Fitnesscenter. Im Urlaub aktiv zu bleiben, ist der Schlüssel. Sehr wahr. Wir wollen uns erfrischt fühlen, nicht träge. Sollen wir unsere Optionen anhand der Bewertungen, die wir gefunden haben, eingrenzen? Unbedingt. Lassen Sie uns die 3 besten Hotels auflisten und vergleichen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich schon auf diese Reise. Ich auch. Es wird ein Abenteuer voller großartiger Erinnerungen sein. Hier geht es zur Planung des perfekten Urlaubs. Lektion 18. Köstliche Lasagne kochen. Welche Zutaten braucht ihr für unsere Lasagne? Nun, Sie benötigen Rinderhackfleisch als Basis. Hackfleisch klingt perfekt. Was brauchen wir noch? Natürlich benötigen Sie auch Lasagnenudeln. Ich nehme an, wir wollen die No-Boil-Variante, um Zeit zu sparen? Ja, das macht den Prozess viel einfacher. Großartig. Was ist mit Käse? Wir brauchen Ricotta, Mozzarella und Parmesan. Käse macht alles besser. Daran werde ich nicht sparen. Genau. Je mehr, desto besser, besonders mit Lasagne. Was ist mit der Sauce? Sollen wir es von Grund auf neu machen? Ich schlage vor, eine gute Marinara-Sauce zu verwenden. Es verleiht einen tollen Geschmack. Hört sich gut an. Brauchen wir Gemüse? Ja, eine Schicht Spinat oder Zucchini kann das Gericht verschönern. Ich liebe diese Idee. Es wird Farbe und Nährstoffe hinzufügen. Unbedingt. Jetzt brauchen wir ein paar Gewürze. Hast du italienische Kräuter? Ich habe Oregano und Basilikum zur Hand. Sie sind essentiell für den Geschmack. Perfekt. Zum Schluss. Hast du Knoblauch und Zwiebel? Natürlich. Knoblauch verleiht dem Gericht ein wunderbares Aroma. Wir sind auf dem Weg, etwas Leckeres zu kreieren. Ich freue mich. Zusammen kochen macht immer mehr Spaß. Definitiv. Außerdem kann ich es kaum erwarten, unsere Kreation danach zu genießen. Auf eine fantastische Lasagne. Lassen Sie uns mit dem Hacken und Schichten beginnen. Lektion 19. Den historischen Kontext verstehen. Ich habe mir diesen Dokumentarfilm darüber angesehen, wie Indianer den Kampf aufgeben und in von der Regierung geförderte Reservate ziehen mussten. Es ist ein komplexer und oft schmerzhafter Teil der Geschichte. Ja, es ist ernüchternd, über die Kämpfe nachzudenken, mit denen sie konfrontiert waren. Die erzwungene Umsiedlung war traumatisch. Es hat ihre Lebensweise stark beeinflusst. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig es gewesen sein muss, sich an eine neue Umgebung anzupassen. Es muss sich angefühlt haben, als hätte man einen erheblichen Teil ihrer Identität verloren. Unbedingt. Die Verbindung zu ihrem Land und ihren Traditionen war tief verwurzelt. Und doch zeigten viele Stämme angesichts der Not Widerstandsfähigkeit. In der Tat,
Es ist inspirierend zu sehen, wie sie ihre Kulturen bewahrt haben. Haben Sie von den heutigen Bemühungen gehört, einige dieser verlorenen Rechte zurückzufordern? Habe ich. Viele Stämme arbeiten aktiv daran, ihre Sprachen und Traditionen zu bewahren. Das ist ermutigend. Es zeugt von einem starken Willen, ihr Erbe am Leben zu erhalten. Ich bewundere ihre Entschlossenheit. Die Geschichte sollte anerkannt und nicht vergessen werden. Genau, Aufklärung über diese Themen ist für das Verständnis unerlässlich. Es kann auch den Respekt vor diesen Gemeinschaften und ihren Beiträgen fördern. Ja, ich weiß es zu schätzen, dass wir diese Themen offen diskutieren können. Gespräche wie diese führen im Idealfall zu mehr Bewusstsein und Empathie. Ich stimme zu. Wie können wir also Bemühungen unterstützen, mehr über indigene Kulturen zu erfahren? Wir können damit beginnen, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen und mit lokalen Stämmen in Kontakt zu treten. Das ist eine hervorragende Idee. Es ermöglicht uns, uns zu verbinden und direkt zu lernen. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder an dieser Lernreise teilnimmt. Auf die Erweiterung unseres Wissens und Verständnisses der Geschichte. Prost darauf! Lasst uns den reichen Wandteppich unserer gemeinsamen Vergangenheit weiter erforschen und ehren.